Meine Antwort, weil die Erfahrung international zeigt, dass die Privatisierung langfristig zu Schulden führt, zu Schäden führt, sowohl an der Infrastruktur wie auch in der Situation der Bevölkerung, in der Lebenssituation der Bevölkerung. Die Schäden bei der Privatisierung des Wassers sind, wie sich momentan in Portugal zeigt, dass der Wasserpreis um immense Summen erhöht wird, sodass die Bevölkerung zum Teil bis zu 20% ihres Monatseinkommens alleine für das Wasser bezahlen muss. Die Schäden für die Infrastruktur entstehen meistens dadurch oder in der Regel dadurch, dass die Investoren sich weigern, genauso viel wie der öffentliche Dienst, wie ein öffentlicher Betrieb, zu investieren in die Rohre für die nächsten 80 bis 100 Jahre. Weil diese Verträge immer nur 30 Jahre sind. Dass die Investoren in diesen Verträgen mit internationalen Rechtsanwälten es geschafft haben, dort Stellen hineinzuschreiben, dass nämlich die Investoren für 30 Jahre lang eine Garantie bekamen auf 8 bis 10% der Gewinne, der Rendite. So, und wenn diese Rendite nicht zustande kommt, weil die Menschen Wasser sparen, dass dann die Politik das bezahlen muss, also das Geld, was allen gehört, der Staatshaushalt. Der Vertrag zwischen Berlin und den Investoren läuft über 30 Jahre. Und in dem Vertrag stand drin, dass wenn dieser Vertrag vorzeitig, innerhalb der 30 Jahre, dann beendet wird, dass dann Berlin den Kaufpreis wieder zurückbekommt, dass dann die Investoren den Kaufpreis zurückbezahlen mit Zinsen. Das bedeutet, sie haben insgesamt 1,6 Milliarden investiert, die beiden, 1999, und als sie ausgestiegen sind, haben sie 2,7 Milliarden bekommen. In Bezug auf Thessaloniki und das Referendum sage ich aus meiner Erfahrung, das Allerwichtigste ist, so viel wie möglich der Bevölkerung klarzumachen, worum es geht, dass es eben nicht eine Sache der hohen Politik ist, sondern dass es eine Sache ist, die jeden Bürger betrifft, kurzfristig und langfristig. Sogar die nächste Generation es betrifft. Weil, wenn die Privaten es übertragen kriegen, dann würde es bedeuten, dass sie aufgrund ihrer wenigen Investitionen, die sie machen, für die nächste Generation einen Schaden erzeugen, der finanziell ausgeglichen werden muss später, auch wenn die gar nicht mehr in den Verträgen drin sind. Ob das 30 Jahre dauert oder vorher, auf jeden Fall ist der Schaden da und tagtäglich ist der Schaden für die Bevölkerung eben der hohe Wasserpreis, auch jetzt. Und deshalb, weil sie vom hohen Wasserpreis direkt betroffen sind, müsste doch die Bevölkerung es verstehen, dass es sie persönlich bis zum Referendum angeht, dass sie bis zum Referendum selber noch im Freundeskreis und überall Reklame machen für diese Werbung machen für dieses Referendum, dass die Leute dagegen sind, dass es privatisiert wird.